Viele von uns Kryptoanlegern konnten sich in den letzten Jahren nicht um die Kryptosteuer bemühen. Ständig Änderungen im Gesetz, ständig Änderungen in der Regulation. Man traut sich gar nicht mehr zu staken, an Airdrops teilzunehmen. Das Thema Steuern ist für uns alle lästig und mühselig. Wie können wir das Problem endlich lösen? Mein Thema also heute, von der Nachweisdokumentation bis hin zur Selbstanzeige, wie komme ich wieder auf gesetzlich korrekten Boden? Für dieses Thema habe ich niemand Geringeres als den Experten Stefan Winheller von der Winheller Kanzlei eingeladen. Stefan ist seit knapp 20 Jahren im Steuerrecht tätig und hat sich schon vor einiger Zeit dem Kryptosektor verschrieben. Von daher dranbleiben, doch schnell liken, abonnieren nicht vergessen. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Hey, du tust dir schwer, Kryptowährungen zu analysieren und den passenden Coin für dich zu finden? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. In meinem Online-Kurs lernst du mit mir, wie du in 5 Schritten in Kryptowährungen investierst. Definiere deine finanziellen Ziele, bewerte deine Coins nach einem Punkteschema und erstelle dein passendes Portfolio. Den Link zum Kurs findest du unten in der Beschreibung. So, hallo Stefan, erstmal wieder schön, dass du da bist. Lang ist es her. Hallo liebe Steffi, freut mich. Ich habe das Thema mitgebracht, von der Nachweisdokumentation bis hin zur Selbstanzeige. Wie komme ich wieder auf gesetzlich korrekten Boden? Ich habe uns dazu 2, mal typische Fallbeispiele mitgebracht, fiktive Fallbeispiele, einen einfacheren Fall und dann so, eher den komplizierteren, aber doch wahrscheinlich normaleren Fall. Und an dessen möchte ich einfach mal gerne so einen Praxisleitfaden erstellen, wie man steuerlich mit Krypto umgehen kann, was man beachten muss. Okay, gerne. Dann Starten wir. Ja, also der einfache Fall ist, ich bin klassischer Hodler. Ich habe Krypto gekauft vor ein paar Jahren. Jetzt ist ja auch Thema Bullrun. Ich überlege, ob mit dem Gedanken so Exitplan, vielleicht verkaufe ich einen Teil, habe das aber irgendwie nie, auch in der Steuer angegeben, habe vielleicht über verschiedene zentrale Börsen gekauft, habe weniger dokumentiert, vielleicht habe ich auch mal geswappt, nicht nur Krypto-USDT, sondern ich habe dann festgestellt, der eine Coin, gehe ich von Ethereum in Solana rein zum Beispiel, also Krypto in Krypto auch getauscht. Was muss ich jetzt wissen, um zu verstehen, wie ich da am besten vorgehe steuerlich? Also das ist ja tatsächlich ein einfacher Fall. Was du da wissen musst ist, und ich glaube, viele wissen das schon, dass du diese Tauschvorgänge Krypto, dass die eben auch steuerlich relevant sind. Also nicht nur, wenn du auscashst in Dollar oder in Euro oder sonstige staatliche Währung, sondern eben auch, wenn du von Ether in Solana gehst oder umgekehrt oder was auch immer du machst, das sind steuerliche Vorgänge. Da musst du immer gucken, dass ein solcher Vorgang dann steuerpflichtig ist, wenn Kauf und Verkauf oder Tausch sozusagen und weiterer Tausch innerhalb eines Jahres passieren. Und wenn dem so ist, dann löst das Steuern aus oder es kann eben auch dazu führen, dass du einen Verlust produziert hast und der ist eben auch steuerlich relevant. Also das sind die Vorgänge, die du irgendwie dokumentieren musst, damit du dann eben auch deine Steuererklärung richtig machen kannst. Und da hast du jetzt eigentlich ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder nutzt du irgendein Tool, irgendein Programm, um dann damit zu arbeiten. Und wenn du auf zentralen Börsen unterwegs warst, dann dürfte das relativ simpel tatsächlich sein. Also ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach dargestellt, weil jeder, der es schon mal gemacht hat, weiß, da gibt es immer noch Probleme dann bei der Bedienung der Software. Aber vom Grundsatz ist es eher noch einfach. Das heißt, die API-Schnittstellen machen oder auch händisch eintragen oder CSV-Dateien nutzen und dann rein in die Software und dann wird dir an sich ja alles schon geliefert. Die Alternative ist, du führst selbst irgendwie ein Tagebuch, ein Excel-Sheet ein langes und trägst die Dinge da ein. Kommt ein bisschen darauf an, wie intensiv du jetzt tatsächlich geswappt hast, hin und her oder auch nicht. Du hast es so angesprochen, Swap. Wenn du ein bisschen komplizierter, ein Satz noch, wenn du ein bisschen komplizierter unterwegs bist und jetzt eben nicht auf zentralen Börsen unterwegs warst, sondern vielleicht eben auf dezentralen, dann musst du wirklich dran denken, dass du auch dokumentierst. Also, dass du wirklich auch aufschreibst. Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, so eine gewisse einfach Notizen zu machen, zu dem, was man so getan hat, weil man sich später halt selten erinnert, was vor 3 Jahren oder 2 Jahren genau nochmal war. Was hat mich da getrieben? Warum habe ich das gemacht, was ich da gemacht habe? Wo habe ich es überhaupt gemacht? Welcher Börse oder eben auch dezentralen Börsen? Das hilft dann nachher ungemein, sich auch besser zu erinnern. Angenommen, ich habe jetzt geswappt. Nehmen wir beispielsweise das Beispiel von vorhin, Ethereum und Solana. Ich habe gesehen, Solana, da
ja, der Coin könnte besser performen. Ich mache jetzt einfach mal einen Tausch, habe das einfach mal über einen Swap-Converter auf irgendeiner Börse gemacht. Ich habe beispielsweise 100 € oder 1.000 € von Ethereum in Solana. Solana habe ich jetzt im Gewinn geswappt, also ich habe dann irgendwie 100 € gemacht. Also wie kann ich mir das nochmal steuerlich an diesem simplen Beispiel vorstellen? Was ist davon jetzt? Geht da was in die Steuer ab oder ja, ich habe das vielleicht dokumentiert, aber Also nehmen wir mal an, du hast Ether gekauft für 100 vor 6 Monaten und jetzt 6 Monate später tauschst du das in Solana. Dann hast du, wenn Ether dann einen Wert hat von 120, hast du eben Ether verkauft mit einem Gewinn von 20. Und diese 20 landen in der Steuer. Und gleichzeitig hast du dann Solana angeschafft für 120. Wenn du also Solana in 3 Monaten wieder swappst, dann musst du gucken, wo steht Solana in 3 Monaten, minus 120. Und das ist dann ein weiterer Gewinn. Also du hast immer einen Verkauf, was dann Steuern auslösen kann, und du hast immer einen Anschaffungsvorgang. Von diesem Anschaffungsvorgang wieder in die Zukunft geguckt, solltest du idealerweise ein Jahr verstreichen lassen, weil das dann alles eben steuerlich irrelevant ist. Wenn du es aber nicht machst, dieses Jahr nicht verstreichen lässt, dann ist es eben steuerlich, hat es steuerliche Auswirkungen. das heißt, ein Swap auch nach einem Jahr, jetzt kommen wir zum Thema Fristen, Haltefristen sind nach einem Jahr auch steuerfrei. Genau, die sind steuerfrei und dann kann man darüber nachdenken, ob man das überhaupt beim Finanzamt angeben muss, ja oder nein. Grundsätzlich eigentlich nein, muss es nicht angeben, wenn du steuerfreie Verkäufe hast, aber weil häufig eben der Teufel im Detail steckt und alles nicht so einfach ist und klar ist, sollte man sich wirklich sehr sicher sein, dass man das, was man getan hat, steuerfrei vereinnahmen kann. Wenn man sich dann nicht ganz sicher ist, ist es wahrscheinlich klug, das dem Finanzamt anzuzeigen, damit einem das Finanzamt nicht eine Steuerhinterziehung ans Bein bindet. Aber wir sind ja sowieso, wenn ich dich richtig verstanden habe, schon ein paar Jahre weiter. Ne? Das heißt, wir haben die letzten Jahre all diese Dinge gemacht, ohne uns beim Finanzamt zu melden. Das heißt, dann sind wir schon in der Steuerhinterziehung, wenn du so willst. Und da geht es dann eben darum, das jetzt tatsächlich alles aufzubereiten. Sehr mühsam kann das natürlich sein, aber die letzten Jahre, bis zu 10 Jahre zurück, muss man dann aufräumen. Wie räume ich auf? Also was braucht das Amt von mir? Wie gehen wir da am besten jetzt vor? Das Amt will von dir am Ende des Tages für jedes Jahr genau wissen, was sind die steuerpflichtigen Einkünfte, die du gemacht hast. Und da gehst du vor, indem du jedes Jahr dir anguckst, 1.1. bis 31.12. und deine Excel-Liste zu Rate ziehst oder deine Notizen, die du gemacht hast, oder idealerweise eben das Steuertool, den Report, den dann das Steuertool dir auswirft. Da musst du Jahr für Jahr aufarbeiten. Alleine oder bedienst dich irgendeines Dienstleisters, der hilft und macht und tut. Und das bedeutet einfach, sich hinsetzen, diszipliniert Transaktion für Transaktion durchzugucken, durchzugehen oder eben die automatisch eingespielten Transaktionen dann auf Plausibilität zu checken. Wichtig ist, dass du das Wallet bezogen machst. Ne? Also wenn du jemand bist, der nur eine Wallet hat, gut, dann ist das einfach. Aber die meisten haben natürlich viele Wallets. Ist ja auch klug, für verschiedene Strategien vielleicht auch verschiedene Wallets zu haben oder für verschiedene Coins auch einfach verschiedene Wallets zu haben. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, ne, das wurde früher auch häufig falsch gemacht, dass du dann in der Software oder eben auch auf deinen Zetteln oder deinen sonstigen Notizen, dass du wirklich pro Wallet dann die Gewinne ermittelst, die du gemacht hast, weil das Finanzministerium, das Finanzamt das einfach so will. Ist es jetzt, wie du gesagt hast, wir ja schon bei dem Thema Steuerhinterziehung in dem Fall. Wie können wir das jetzt, also gibt es da Fristenbedingungen? Wie kriegt man das jetzt wieder Thema? Wie komme ich da auf gesetzlich korrekten Boden? Also was kann ich tun als Nutzer, um dieses Thema Steuerhinterziehung ja, zu verschlanken, zu versimpeln? Ja, du musst dir tatsächlich in der Tat erstmal angucken, was laufen eigentlich für Fristen. Ne? Also wenn wir im Jahr, also andersrum, du hast immer bis zum Juli, Ende Juli des Folgejahres Zeit, deine Steuererklärung zu.
Wenn das knapp wird, und bei vielen Kryptoinvestoren wird es halt sehr knapp, weil das einfach eine Menge Arbeit ist, die Aufbereitung, dann kann man sich an einen Steuerberater wenden und der hat noch mal ein bisschen länger Zeit, bis Ende Februar des übernächsten. Also wenn das Jahr 2024 rum ist, dann haben normale Anleger sozusagen bis Juli 2025 Zeit und wenn sie steuerlich beraten sind, bis Ende Februar 2026. Das ist der Normalfall. Dann gibt es ja durch diese Corona-Geschichten in den letzten Jahren Fristverlängerungen noch und nöcher, aber das ist jetzt erstmal sozusagen der Normalfall. Aktuell, jetzt muss ich ein bisschen überlegen, ob ich es hinkriege, aktuell laufen also noch die Fristen für 2022. Ne? Also wenn jemand 2022 quasi Sorge hat, oh, ich habe keine Steuererklärung bisher gemacht, dann ist die eigentlich abgelaufen, die Frist, wenn er nicht beraten ist. Aber wenn er beraten ist, wenn er durch einen Steuerberater beraten ist, dann hat er noch Zeit bis jetzt Ende Juli 2024. So, da sind wir noch nicht in der Selbstanzeige, deswegen sage ich das. Für 2021 und die Jahre davor, die sind verfristet. Wenn ich keine Steuererklärung abgegeben habe, habe ich da eine Steuerhinterziehung letztlich begangen. Und dann muss ich jetzt ran. Dann muss ich tatsächlich die letzten 10 Jahre, so wie ich es gesagt habe, nach für nach aufarbeiten und irgendwann dann dem Finanzamt ein freundliches Briefchen schicken mit vielen Anlagen, mit den Reporten, der Steuersoftware idealerweise beigefügt. Und dann weiß das Finanzamt Bescheid. Das ist dann eine Selbstanzeige. Also in dem einen Fall haben wir eher so eine Art Nachreichung. Wird es nachgetragen in der Steuererklärung, wenn es zum Beispiel 2022 passiert ist, und in einem anderen Fall geht es dann eher Richtung Selbstanzeige. Habe ich das richtig verstanden? Naja, für 2022 bist du jetzt noch gar nicht in der Verfristung, da hast du einfach noch Zeit, deine Steuererklärung abzugeben. Für die anderen Jahre bist du schon in der Nacherklärung. Wenn ich Nacherklärung sage, dann meine ich regelmäßig Selbstanzeige, weil das ist einfach nur ein netteres Wort für Selbstanzeige. Selbstanzeige hört sich immer schon so böse an. Gut, ist aber letztlich dasselbe. Das heißt, 2022 wäre jetzt noch möglich, nur da musst du halt aufpassen. Wenn du jetzt auf einmal eine Steuererklärung abgibst, im Jahr 2022 zum ersten Mal überhaupt von Krypto sprichst, dann wird das Finanzamt natürlich hellhörig und sich überlegen, wo kommen denn die Kryptos her und wie kann das sein und was war denn in den Vorjahren? Also da würde ich eher von abraten, dann die Steuererklärung 2022 zuerst abzugeben, sondern da würde ich sehr dringend raten, erstmal die Vergangenheit, also wie gesagt die letzten Jahre aufzuräumen, aufzubereiten, die Selbstanzeige ans Finanzamt zu schicken und dann von mir aus ein paar Tage später dann die Steuererklärung 2022 nachzureichen. Aber um es nochmal klar zu sagen, also es ist an sich immer eine Selbstanzeige. Du bereinigst etwas, was du falsch gemacht hast. Es gibt noch was anderes, das ist einfach nach § 153 Abgabenordnung, dass man so eine Nacherklärung, eine Berichtigung macht, ohne dass man da von Selbstanzeige sprechen muss. Aber das ist eigentlich nur der Fall, wenn du was übersehen hast wirklich. Du hast was vergessen, übersehen, was, nachdem du die Steuererklärung abgegeben hast, nachts und sagst, oh Mist, ich habe irgendwie vergessen, meinen Nebenjob da noch anzugeben. Und dann schickst du das dem Finanzamt, erklärst das nach, dann ist alles fein. Aber hier reden wir ja von, du hast über Jahre Kryptoaktivitäten gemacht. Du hast auch gesehen, dass da was passiert, dass du auch mal Gewinne gemacht hast und mal Verluste. Vielleicht weißt du nicht genau, wie viel, weil du es nicht genau getrackt hast, aber du weißt, da ist was. Ist auch der normale Fall, ne? Also das ja regulatorisch war es ja auch vor ein paar Jahren noch ganz anders und jetzt, also viele Leute trauen sich ja auch überhaupt gar nichts zu machen, weil es einfach so was mache ich jetzt? Dieser eingefrorene Status, ich habe was getan, oh Scheiße, wie gehe ich jetzt damit um? Also das war ja auch nicht, denke ich mal, in vielen Augen nicht irgendwie böswillig oder so, ne? Ja, viele haben halt einfach auch gespielt, ne, mit dem ganzen Kram. Also alles mal mitgemacht, alles mal ausprobiert. Wobei, du hast ja gerade einen einfachen Fall noch geschildert. Da war es dann jetzt ja noch nicht so in deinem Wir können ja den Beispielsfall. schweren Fall machen. Ja, der ist dann Also, so, oder? Also das alles wäre der mitgemacht. schwerere. Genau, Stefan, das wäre der schwerere Fall. Also wir kommen auch jetzt zu diesem Thema Staking dazu. Nicht nur gekauft und geswappt, sondern ich habe jetzt zum Beispiel eben auch mir mehr Kryptowährungen gekauft, die ich auch staken kann, also sprich als Pfand im Netzwerk hinterlegen, worauf ich eben ja eigentlich Einnahmen generiere, wie das passive Einkommen. Und vielleicht auch noch bei dem Airdrop mitgemacht. Ich würde mit dir auch vielleicht dieses Thema Staking und
Airdrops nochmal ansprechen, weil auch hier ganz häufig viele Leute trauen sich gar nicht zu staken oder haben das vielleicht gemacht und wissen überhaupt nicht, wie behandeln sie das jetzt. Das ist vom Vorgehen her ähnlich, ne, wie der einfache Fall. Auch da, wenn du es nicht angegeben hast, bist du jetzt verpflichtet, das zu tun, im Nachhinein zu tun. Und wenn du das tust, kommst du auch, das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, ne, warum reden wir eigentlich von Selbstanzeige? Da kommst du auch straffrei aus der Nummer raus. Darum geht es ja eigentlich. Ne? Also du hast eine Steuer hinterzogen, du hast Steuererklärung nicht abgegeben oder du hast die Kryptoeinkünfte nicht erklärt, obwohl du es hättest tun müssen. Das ist eine Straftat. Und weil man davon ausgeht, dass du das auch vorsätzlich gemacht hast, weil du eben wusstest, dass du da was gemacht hast und hast es eben nicht erklärt. So, und mit der Selbstanzeige, mit dieser Nacherklärung für die vergangenen Jahre, kommst du aus der Nummer wieder raus. Es kostet dann Zinsen und es kostet einfach ein bisschen mehr, als wenn du es schon von Anfang an gemacht hättest. Aber danach, wenn alles richtig läuft, bist du straffrei. Dann gibt es einen Haken dran machen. Also vielleicht einfach, um das auch mal zu sagen, darum geht es ja letztlich. Ne? Es geht jetzt nicht darum, irgendwie Steuern zu optimieren oder nochmal irgendwie besonders trickreich zu sein, sondern es geht einfach darum, reinen Tisch zu machen. Und wenn man das macht, dann nimmt einem das Finanzamt das auch nicht übel und dann ist man eben auch tatsächlich straffrei. So, aber was ist jetzt der Unterschied zum einfachen Fall in deinem gerade gebildeten Beispiel? Der Unterschied ist einfach, dass du mehr Einkunftsarten noch ansprichst. Bei dem Fall des Swaps hast du einfach nur Paragraph 23 Einkünfte. Das sind sonstige Einkünfte aus diesen Veräußerungsgeschäften, Kauf, Verkauf innerhalb oder außerhalb eines Jahres. Das ist der Klassiker. Bei Staking, Airdrops etc. Hast du einfach andere Einkunftsarten beziehungsweise andere Paragraphen, die einschlägig sind. Das sind auch sonstige Einkünfte, beim Staking zum Beispiel, die laufen dann ab Paragraph 22 Nummer 3. Airdrops möglicherweise auch, kommt dann immer drauf an. Man kann auch darüber streiten, trefflich, ja, das vielleicht auch noch als Hinweis. Es ist gar nicht sicher, ob das alles so ist, wie ich es jetzt auch gerade sage. Das steht zwar so im BMF-Schreiben drin, aber ob Staking-Einkünfte wirklich Einkünfte nach 22 sind oder ob das vielleicht eher Kapitaleinkünfte sind, die dann der Abgeltungssteuer unterliegen würden. Dann kann man auch wunderbar sich noch zoffen. Aber das ist jetzt hier nicht Gegenstand einer Selbstanzeige. Bei einer Selbstanzeige geht es, wie gesagt, nicht um Steueroptimierung, sondern erstmal darum, überhaupt dem Finanzamt alles zu sagen, was man gemacht hat. Und wenn das Finanzamt dann irgendeine Schlussfolgerung zieht, die der Steuerpflichtige nicht für gut findet, weil es ihm einfach zu teuer kommt, weil die Steuer vielleicht zu hoch ist, und er auch meint, das Finanzamt hat Unrecht, dann kann er später immer noch einen Einspruch einlegen. Ja? Aber dann ist er erstmal mit der Selbstanzeige durch. Die Strafbarkeit sozusagen ist vom Tisch. Und dann kann er sich wunderbar mit dem Finanzamt wieder zocken und diskutieren, um das richtige Ergebnis kämpfen. Ja, also das ist der Unterschied zum einfachen Fall, dass hier einfach mehr Einkunftsarten angesprochen sind. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Aufwand der Aufarbeitung der ganzen Daten der letzten Jahre größer ist. Man muss sich mehr Gedanken machen. Und Also man je muss nach auch gucken, Fall. ist das wirklich Staking, ne? Oder was habe ich? Ja. Oder haben die das nur so genannt und das ist gar keins? Oder ist das ein Airdrop, der mir einfach nur in den Schoß gefallen ist? Oder habe ich was gemacht dafür? Der erste ist steuerfrei, der zweite, ich habe was gemacht dafür, ist nicht steuerfrei. Da muss ich einfach noch ein bisschen mehr grübeln und nachdenken und macht mehr Aufwand. Was wäre denn Thema? Also wann spricht man vom klassischen Staking? Wo gibt es Themen, wo Staking steuerfrei ist? Also da, wie gesagt, da streiten sich ja die Geister, du hast es gerade angesprochen. Kannst du uns das vielleicht einfach mal ein Beispiel erklären? Ja gut, da gibt es ganz viele Beispiele. Ne? Also viele Mandanten haben ja ganz normales Staking gemacht, zum Beispiel Ethereum, ja, also einen echten Coin gestaked. So, das ist was anderes, unseres Erachtens. Das BMF sieht diesen Unterschied, glaube ich, so gar nicht, als wenn du einen Token stakest. Also ein Token, der keine eigene Blockchain sozusagen hat. Staking heißt ja, du hast es vorher gesagt, verpfänden oder wie hast du es genannt? Ne? Also du brauchst das, du musst Fund. Stake, genau, du brauchst diesen Stake, weil das letztlich dem Gesamtkonzept dient, dass die Blockchain verlängert wird. Das hast du bei Token nicht. Da gibt es keine Blockchain. Die sitzen ja auf einer fremden Blockchain sozusagen drauf. Das heißt, da könnte man schon mal wunderbar drüber streiten, ob das überhaupt Staking ist, wenn du einen Token einfach nur hinterlegst, sperrst. Weil das dient nicht dazu, die Blockchain zu verlängern. Davon geht aber das Bundesfinanzministerium aus. Staking ist letztlich Validierungsprozess, Blockchain verlängern.
Wenn dem hier so nicht ist, dann ist unsere Meinung, das BMF hat sich dazu gar nicht geäußert. Deswegen muss man das nicht zwingend nach § 22 besteuern, sondern kann sich da Gedanken drüber machen, ob das vielleicht falsch ist. Und wir meinen, das sind eher Kapitaleinkünfte dann, also Einkünfte aus Kapitalvermögen, die dann der Abgeltungssteuer unterliegen. Aber wie gesagt, ist im Fluss. Das ist zum Beispiel so ein Streitpunkt. Oder, jetzt habe ich gerade Ethereum gesagt, Ether, wenn du das mit, das ist ein Lido, ne, ist doch ein Protokoll, also wenn du das zum Liquid Beispiel Staking nutzt, wäre das ja dann. ja, genau, exakt, danke. Das ist wahrscheinlich kein Staking in dem Sinne, so wie das Bundesfinanzministerium das sieht, sondern du gibst die Ether rein, kriegst dann da deinen Platzhalter-Token zurück, der aber frei handelbar ist, mit dem du Farming machen kannst, sonstige Dinge treiben kannst. Und das ist wohl ein Veräußerungsvorgang, ne? Also § 23 Geschäft. Das heißt, wenn du die Ether kürzer als ein Jahr gehalten hast und sie dann in dieses Staking in Anführungszeichen hineingibst, dann löst du damit wahrscheinlich einen Gewinn aus oder einen Verlust, je nachdem. Dann hast du die da drin für weniger als ein Jahr, holst sie wieder raus, tauscht also wieder, hast wieder einen Swap, hast du wieder einen Gewinn- oder einen Verlustvorgang, der eben der Steuer unterliegt. Clever ist es also und ich glaube tatsächlich dann auch sparen kann man, indem man Ether nutzt, die man schon ein Jahr liegen hat. Die gibt man steuerfrei rein. Dann lässt man das Staking in Anführungszeichen mindestens ein Jahr laufen und holt es dann erst wieder raus. Dann hast du 2 steuerfreie Vorgänge. Zwischendurch keine Staking Rewards bekommen, sondern die sind ja quasi angestiegen. Die gestakte Summe hat sich ja nach und nach ein bisschen erhöht. Und die holst du nachher durch einen weiteren steuerfreien Vorgang wieder raus. So kriegst du das wohl steuerfrei, die Staking Rewards. Also wäre Liquid oder jetzt sind wir auch, das ist ja im Grunde steht ja auch stellvertretend für ja, DeFi-Staking im Vergleich zu dem klassischeren Staking wäre dann steuerfrei betrachtet und im Vergleich zu dem klassischen Staking wäre eher steuerpflichtig. Kannst du so pauschal sagen, nur mit pauschalen Aussagen ist immer total gefährlich, ne? Weil alles läuft wieder ein bisschen anders. Es kommt wirklich darauf an, wie das konkrete Konzept Ja. läuft. Weil du weißt ja vielleicht beim Liquidity Mining, ne, da gibt es ja auch die Diskussion, wenn ich was in den Pool reingebe und nachher wieder raushole, sind das wirklich Transaktionen, sind das wirklich Veräußerungsvorgänge? Und wenn du dann nur so einen Token kriegst, der nur so eine Garderobenmarke ist, nur so ein Berechtigungsschein, mit dem kannst du aber nichts machen, den kannst du nur halten und dann, wenn du die Liquidität wieder abziehen willst, quasi vorzeigen, dann wird man wahrscheinlich sagen können, das ist gar keine Veräußerung. Kein Verkauf, gar kein Swap, sondern das ist per se steuerfrei. Also die Tücken stecken da einfach im Detail. Du musst dir das konkrete Konzept angucken. Und das ist wahrscheinlich auch tatsächlich Das ist das Komplizierte, wichtig. ne? Und es, ja, kompliziert einerseits, aber auch eben echt interessant und auch letztlich, auch wenn es kompliziert ist, vielleicht günstig für den Steuerpflichtigen. Weil er sich eben nicht kirre machen lassen sollte von der Aussage des Finanzamtes, dass im Zweifel dieselben Schwierigkeiten hat und auch nicht so richtig weiß, ob es richtig ist, ob es richtig liegt. Und weil in Krypto einfach so viele Dinge anders laufen können und kleine Details einfach von Protokoll zu Protokoll anders sind, ist es schwer, da immer so one size fits all zu machen. Und nur weil irgendwo was im BMF-Schreiben drin steht, zu denken, man hätte jetzt die Weisheit mit Löffeln gefasst. Das heißt, ich komme, wenn ich es nochmal so unser Thema nochmal denke, egal was ich jetzt gemacht habe, also Staking, wie gesagt, streiten sich die Geister, ist unglaublich kompliziert, weil wir verschiedene Staking-Formen haben. Wir haben Coins, wir haben Tokens, wir haben DeFi-Staking, also Liquidity, also Liquid Staking, wir haben normales, klassisches Staking, manchmal delegieren wir, also so viele verschiedene Formen. Aber letztendlich egal, was ich mache, was ich dokumentiert habe und was nicht, ich komme auf gesetzlich reinen Boden, wenn ich im Grunde diese Selbstanzeige mache und dann mit dem Finanzamt gucke, ja, was davon muss ich steuerlich geltend machen und was nicht. Aber im Endeffekt versucht man auch miteinander zu kommunizieren und ja, da so
die Balance zu finden, oder? Ja, du musst bei der Selbstanzeige eigentlich nur eines richtig machen und das ist den ganzen Sachverhalt richtig erklären. Was habe ich die letzten 10 Jahre gemacht mit Krypto? So, das ist sehr einfach und gleichzeitig total schwierig, weil Ja. 10 Jahre zurück oder keine Ahnung, bis 2017, 18, 19 zurück, ist schon echt eine Nummer, wenn man viel gemacht hat. Aber das ist die Aufgabe. Und wenn man das dann sorgfältig gemacht hat und das Finanzamt dann irgendwann damit einverstanden ist und Bescheid erlässt und man hat die Steuer dann die Steuer nachbezahlt, man hat vielleicht noch Hinterziehungszinsen aufgedrückt bekommen, hat die auch bezahlt, vielleicht sogar noch so einen Strafzuschlag bekommen, wenn die hinterzogenen Summen sehr hoch waren, man hat den auch bezahlt, dann ist aber Ruhe im Karton. Dann ist sozusagen die Sache erledigt, man hat Ruhe für die letzten Jahre. Und ich habe es vorher schon mal, glaube ich, gesagt, wenn dann der Gedanke aufkommt, okay, jetzt habe ich echt die Hosen runtergelassen und habe alles dem Finanzamt so gezeigt, wie es das Finanzamt gerne hätte, aber ich bin der Meinung, eigentlich hier und dort ist es ungerecht und ich sehe es anders, ich würde es steuerlich anders behandeln, dann gibt es die Möglichkeit, immer noch den Einspruch einzulegen. Man muss nur gucken, dass man den nicht, ne, dass man die Frist nicht versäumt, dass man innerhalb der Frist, also nachdem der Bescheid gegangen ist, dann Einspruch ein. Und dann kann man sich, wie du sagst, mit dem Finanzamt auseinandersetzen, sich vielleicht auch annähern und vielleicht nochmal eine kleine Optimierung sozusagen rausholen. Lohnt sich das dann für den Anleger überhaupt? Also wenn ich jetzt hier schon so höre, so, oh, so viele Steuern, dann noch Strafzahlungen, also das ist ja schon der nächste Ja, Gedanke, dann lasse ich das lieber. ja, genau, klar. Wahrscheinlich hat es jeder sich schon mal gedacht, vor allem wenn er dann auch die Arbeit sieht, die vor Hm. einem liegt, so eine Selbstanzeige zu machen. Die Frage ist halt nur, mit was du spielst. Ne? Du spielst letztlich mit der Strafbarkeit. Hm. Und damit, dass du dich strafbar gemacht hast, dass erwischt wirst, dass du, wenn du hohe Summen hinterzogen hast, vielleicht sogar ins Gefängnis gehst. So. Und das ist die Frage, die jeder für sich klären muss. Ich kann natürlich als Anwalt dann nur sagen, also ich Hm. würde empfehlen, reinen Tisch machen, aufräumen. Und da geht es nicht um die Frage, lohnt sich das im Sinne von Finanzen oder Auch bringt mir das investieren finanziell auch was, sondern überhaupt, ne? ja, es ist lohnend, wenn man ruhig schlafen will und nicht strafrechtliche Probleme bekommen möchte. Muss man natürlich auch noch dazu sagen, es gibt ja Berufsgruppen, die sind dann noch gefährdeter. Also wenn du verbeamtet bist, solltest du das halt nicht erlauben, wegen Hm. Steuerhinterziehung ranzukommen. Wenn du Steuerberater bist, ist auch eher ungünstig für deine Zulassung, wenn du wegen Steuerhinterziehung verurteilt wirst. Und Hm. so weiter und so fort. Bis hin dazu, dass man den, keine Ahnung, den Waffenschein verlieren kann und ähnliche Dinge, ist jetzt vielleicht auch nicht das Wichtigste, aber Ja. also die Frage ist gefährlich, lohnt sich das? Man sollte sich eher überlegen, also wenn man das finanziell versteht, in Zahlen, sondern man sollte sich eher überlegen, muss ich da jetzt durch diese Nummer, damit ich wieder ruhig schlafen kann und mich nicht strafbar mache? Hm. Vielleicht noch eine Sache, Thema Airdrops. Du hast auch angeschnitten, wie Staking ist es ja auch recht kompliziert. Vielleicht auch da nochmal, wenn jetzt sich jemand 2024, jetzt unabhängig, ob er jetzt schon mal was gemacht oder nicht, entscheidet, bei einem Airdrop mitzumachen, was muss er da beachten? Was ist steuerpflichtig? Das hast du jetzt schön formuliert. Das ist an sich schon quasi per se steuerpflichtig, dein Fall. Weil wenn man sich entscheidet, Ach mitzumachen, so, dann riecht das schon danach, dass man irgendwas tun muss, um mitzumachen. ja. Nicht immer, ne? Aber viel besser sind die Airdrops, von denen ich im Nachgang erfahre. Ja, auf einmal ist mir da was in die Wallet geplumpst, in den Schoß gefallen, ohne dass ich überhaupt weiß, Hm. warum. Und dann recherchiere ich ein bisschen und dann finde ich raus, was passiert ist. Die sind deswegen besser, diese Airdrops, weil man sich natürlich in diesen Fällen damit gut verteidigen kann vom Finanzamt und sagen kann, also ich habe keinerlei Gegenleistung erbracht. Nichts, Hm. niente, gar nichts. Ich habe eine Wallet gehabt, ich hatte irgendwo mal einen Coin wahrscheinlich in der Wallet und aufgrund dessen, dass ich diesen Coin da hatte, hat irgendjemand gedacht, ich wäre jetzt berechtigt, auch einen Airdrop zu kriegen. Und dann ist das eben kein Leistungsaustausch und dann dürfte man den steuerfrei vereinnahmen. Und meistens liegen die unter 20.000 Euro, wenn man jetzt von sehr großen Investoren und Anlegern absieht, und dann sind die auch schenkungssteuerfrei.
So, wenn du dich entscheidest, irgendwo mitzumachen oder wenn du irgendwelche Leistungen erbringst, wenn du deine persönlichen Daten tatsächlich hinterlegst oder wenn du ein Tool, ein Programm, eine Plattform nutzt und dann als Gegenleistung ein Airdrop kriegst, weil der Dienstleister sagt, hey, du bist jetzt ein Nutzer meiner Plattform der ersten Stunde und alle die kriegen jetzt einen Airdrop. Dann wird es schon schwieriger. Dann kann man schon sagen, na ja, also ich habe schon eine Leistung erbracht als Anleger und dann habe ich dafür eine Belohnung bekommen. Und wenn man da einen Zusammenhang herstellen kann zwischen dem, was ich getan habe und das, was ich bekommen habe, dann spricht einiges dafür, dass das Finanzamt das dann auch als steuerpflichtig sieht, nach § 22, ähnlich wie das Finanzamt auch Staking behandelt, 22 Nummer 3, und das ist dann mit dem Einkommensteuersatz, mit dem normalen Einkommensteuersatz zu besteuern. Und auch hier Aber da kann wieder, man wirklich viel diskutieren mit dem Finanzamt. Und da genau. kann, glaube ich, auch jeder Einzelne, da braucht man nicht zwingend dann schon eine Beraterschar, ne? Also da kann man einfach in die Argumentation gehen und dem Finanzamt erklären, ich habe nichts getan. Das Einzige, was ich vielleicht getan habe, ist, ich habe meine Wallet mitgeteilt. Mhm. Aber das ist nichts anderes, als wenn ich meine IBAN irgendjemandem gebe und der Ja. überweist mir was. Irgendwas muss ich halt zur Verfügung stellen, damit ich einen Airdrop auch kriegen kann. Aber wenn ich nur das gemacht habe und sonst nichts, spricht das auch dafür, dass das ein steuerfreier Airdrop ist. Also es kommt eigentlich immer wieder auf das Gleiche drauf. Es läuft immer wieder auf das Gleiche hinaus. Ich muss einfach gucken, wenn ich was mache, ich dokumentiere es. Ich gehe dann auf das Finanzamt zu, versuche so viel ich kann an meinen ganzen Dokumenten zu sammeln und dann im Grunde herauszufiltern, was bleibt am Ende übrig. Vielleicht nochmal, was mich abschließend interessieren würde. Hat sich nochmal in diesem Jahr oder hat sich nochmal regulatorisch irgendetwas verändert? Seitdem wir uns 2022 das letzte Mal gesprochen. Es passierte jedes Jahr in Krypto, ja, tausendmal so viel. Gibt es vielleicht nochmal was du uns Anleger nochmal so auf den Weg geben möchtest? Gesetzesänderungen aktuell, regulatorisch, was kommt da gerade noch so auf uns zu? So überlegen, was war denn 2022? 2022 war natürlich das BMF-Schreiben. Ich weiß nicht, ob es damals schon draußen war, als wir miteinander geredet haben. Das hat natürlich viel Klarheit gebracht und viele Dinge einfach auch nicht besprochen. Also zum Beispiel nicht über NFTs gesprochen, ja, werden gar nicht behandelt im BMF-Schreiben. Liquidity Mining wird gar nicht behandelt im BMF-Schreiben. Und danach sind noch weitere dann Verlautbarungen auch veröffentlicht worden vom Bundesfinanzministerium. Letztlich geht das alles, ohne in die Details zu gehen, aber alles in die Richtung, es wird dem Steuerpflichtigen mehr Arbeit aufgedrückt in gewisser Weise, weil das Finanzamt sieht, es ist kompliziert. Wir können es nicht selbst ermitteln. Der Steuerpflichtige hat sich entschieden, Krypto zu machen. Also bitte muss er auch dokumentieren und liefern. Das ist so meine Zusammenfassung dessen, was sich getan hat. Das heißt, es ist ähnlich wie ein Auslandssachverhalten. Das gab es schon immer, ne? Dass wenn man im Ausland irgendwelche Aktivitäten entfaltet, dann kann das deutsche Finanzamt deutlich weniger gut kontrollieren, was da passiert ist. Deswegen muss der Steuerpflichtige, der im Ausland aktiv war, eben mehr beibringen und mehr erklären und mehr aufdecken und aufklären, den Sachverhalt. Und genauso ist es bei Krypto. Da kommt beides zusammen, ne? Es ist Krypto und häufig im Ausland, also da ist man sowieso das Thema. Also es ist sicherlich strenger geworden. Es ist auch so, dass das Finanzamt deutlich besser ausgestattet und ausgerüstet ist. Wir kriegen ja häufig für die Mandanten jetzt, oder die Mandanten kriegen selbst Auskunftsersuchen, also Schreiben von der Steuerfahndung. Haben wir heute noch gar nicht drüber gesprochen. Wo also die Finanzämter schon wissen, hui, da ist irgendwas. Ne? Weil Bitcoin.de oder Binance oder wer auch immer hat offengelegt, dass der Herr Müller ein Konto bei Binance hat. Das weiß das Finanzamt. Also was macht das Finanzamt? Das schreibt den Herrn Müller an und sagt, Herr Müller, wir wissen, Sie haben ein Konto bei Binance und da sind auch Transaktionen gelaufen. Jetzt haben Sie nochmal die letzte Chance, uns zu erklären, was da vielleicht passiert ist. Vielleicht haben Sie ja möglicherweise Einkünfte vergessen zu erklären. Das sind so goldene Brücke schreiben, wie wir sagen. Ne? Also das Finanzamt bietet nochmal an, als letzten Schuss von Bug, Junge, beweg dich jetzt, weil wenn nicht, meistens sind die Fristen sehr kurz, wenn nicht, dann wird es Richtung Steuerstrafrecht gehen. Also das ist dann auch wirklich wichtig, das ernst zu nehmen, diese Schreiben, wenn es schon so weit gekommen ist. Und da muss man echt dran. Und dann Fristverlängerung beantragen, wenn man es nicht so schnell hinkriegt und zackig dann aufarbeiten.
Vielleicht noch ein Satz aber zu dem, was du auch gesagt hattest, mit dem Finanzamt in Kontakt treten und möglichst viel sozusagen zur Verfügung stellen. Alles richtig, was du sagst. Was ganz wichtig ist, ist aber auch wirklich alles zur Verfügung stellen. Nicht so viel wie möglich. Wenn irgendwelche Dinge nicht mehr aufzuklären sind, dann ist es wichtig, dass der Steuerpflichtige selbst noch schätzt, was passiert ist und im Zweifel auch dann die Zahlen nochmal aufrundet oder nochmal einen Sicherheitszuschlag tatsächlich obendrauf legt. Damit wirklich lieber zu viel nacherklärt wird, als zu wenig. Weil zu wenig nacherklären bedeutet, die ganze Selbstanzeige ist unwirksam. Also einmal und dann alles und dann richtig und dann einmal durch. Auf keinen Fall häppchenweise. Das ist eine unwirksame Selbstanzeige. Die ist nachher vielleicht noch nett bei der Strafzumessung. Da wird dann der Richter ein bisschen gnädiger sein, wenn man sieht, ne, dass der Steuerpflichtige schon selbst gekommen ist. Aber man will ja eigentlich nicht nur eine Strafverpflichtung, man will ja raus aus der Nummer. Man will ja nicht sich strafbar gemacht haben. Und da hilft nur Tutto completo, also eine komplette Selbstanzeige zu machen. Vielen, vielen lieben Dank, Stefan. Ich denke, ich konnte noch mal einiges mitnehmen, dass wir einfach verschiedene Möglichkeiten haben, mit Krypto umzugehen, zu kaufen, zu verkaufen, halten, Staking, Airdrop, DeFi, Staking auch noch mal ganz interessant, dass es einfach alles unterschiedlich behandelt wird. Und ja, danke, dass du heute zu Gast warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Dann bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. So, hey, das war's doch schon wieder. Hast du Fragen oder Feedback an mich oder den Stefan? Schreib uns doch gerne einen Kommentar unter das Video. Ansonsten freue ich mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bleibst du wie ich von Krypto fasziniert. Ciao.